Every abandoned house tells a story. Even if this story isn't recorded in the history books, each deserted home gives us a glimpse into a life once lived. This chateau in rural France housed a wealthy family indulging in grandeur. Exploring what they left behind feels like an authentic museum full of priceless antiques and furniture from the time of the French nobility. Was ich fast übersehen hätte. Was ist das hier? Ich habe gerade solche Fotoplatten gefunden, also Negative auf Glas. Die sind von 1934. Hier habe ich ein Familienfoto. This is the story of a young woman leaving behind her life of poverty to marry a prosperous scholar and live in this enormous manor. Letters received from her faraway family help us understand the big picture. Samstag, den 2. Oktober 48. Ich schreibe dir Deutsch. Es geht viel besser und Papa ist es auch lieber, wenn du uns Deutsch schreibst. Sonst versteht er die Hälfte nicht. Alle Leute halten mich an auf der Straße und sagen mir, dass sie froh sind für dich. Let's embark on another timeless journey and explore a story you won't find in any history book. In every moment of time lurks past, present, and future. In every moment, there is eternity. The sponsor of this channel is you, the audience. Thanks a lot for your funds on Patreon that help us to be full-time explorers and filmmakers. Somewhere in the countryside, we stopped to explore an overgrown property. A mansion built in the late 1800s lies dormant here. It seems to be in great condition, but has been crumbling for a decade at least. Looking inside, you would think someone must still be living here. But this is a home with no one left to house. The occupants have disappeared. We'll find out why. The building emanates majesty that's rarely seen today. This is a palace with countless bedrooms on 3 floors. And each of these chambers even has a private bathroom. It truly appears as if we traveled 100 years back in time. Wherever we look, we make curious discoveries. Das sind noch alte Briefmarkensammlungen. Was ich fast übersehen hätte. Was ist das hier? There was also ammo close by. But it looks ancient, as if this is a World War bullet found during excavations. Meanwhile, the others were still exploring downstairs. Sieht aus wie eine Geheimtür, aber dahinter ist einfach noch Holz. Und ein Gang. Das ist halt komplett aus Holz. Fehlt der Abzug und der Lauf, aber das stand einfach neben dem Kamin. Ich habe zuerst gedacht, es ist Feuerholz. Aber das ist schon echtes Waffenteil oder nur Replika? Was denkst du? Boah, das sieht schon sehr echt aus. Ach, die Abnutzungsspuren. Die paar Metallteile, die noch dran sind. Ja, ich würde schon sagen, dass das echt ist, oder? Wir haben hier gerade noch Schrotmunition gefunden, die noch nicht abgefeuert wurde. Das erkennt man hier am Primer, der noch komplett unversehrt ist. Und auch vorne ist das Projektil noch verschlossen. Und auch wenn man das ins Gegenlicht hält, sieht man, dass noch Schrotmunition darin enthalten ist, also kleine Kügelchen.
Jo, hier habe ich uns auch schon gesehen. Guck mal. Das ist zusammengepackt jetzt. Das andere Teil hatte ich ja vorhin schon gefunden. Das ist einfach mal zusammengesteckt, ist echt nicht so schwer. Also, da. Zusammenstecken. Sieht wirklich aus, als ob jetzt bloß noch der Lauf fehlt. Abzug. Weil Munition haben wir ja offenbar schon gefunden. Aber ist wohl die falsche. Ich glaube, wenn du die abfeuerst, fliegt die einfach auseinander. The photos we show throughout this episode were taken by Toby. See more of them on his Instagram page, Toby Urbex. We posted the link in the video description down below. Wenn man hier so durch das Chateau geht, könnte man meinen, dass noch so gut wie alles da ist. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass auf jeden Fall schon einiges gestohlen wurde. Zum Beispiel hier oben. Hier sieht man noch den Abdruck. Hier stand wohl mal eine Büste, genauso wie hier gegenüber. Oder wenn man hier zur Wand rüber schaut, dann sieht man auch leere Haken. Wahrscheinlich hingen da auch noch andere Geweihe. Ja, das stimmt. Und hier ist wohl auch schon was zu Bruch gegangen. Sieht man nur noch die Scherben von einer Vase oder irgendetwas. Let's walk into the study room, where we'll make the most fascinating finds. Schau, was ich hier gefunden habe. Was zur Hölle? Also ich glaube, das ist ein Stalagmit oder ein Stalaktit. Eins von beiden. Ah, der ist ja enorm. Jo. Und der ist auch richtig schwer, der wiegt bestimmt 5 Kilo. Und schau mal das hier an. Sieht erstmal nach nichts aus. Aber ich glaube, es sind irgendwelche ehemaligen Krüge oder andere Tonarbeiten. Und wer weiß, wie alt die sind. Sieht für mich aus, als ob irgendjemand ihm so ein Geschenk gemacht hat oder als ob er das irgendwo erstanden hat oder gesammelt hat vielleicht sogar. The owner of the manor was a big fan of rocks. We found quite a collection of stones and minerals in this building. This guy clearly was a geologist. But there's more to uncover. Ich höre nichts. Aber ich habe das auch nie gelernt, wie man Safes knackt. Aber mich würde schon interessieren, was da noch drin ist. Ja. Also bei dem Zeug, was hier offensichtlich schon rumliegt, was kann da noch in dem Safe sein? Going through the materials lying around everywhere, it becomes obvious that the owner was an archaeologist too. Maybe even a historian and also an architect. At least, there's a lot of correspondence between him and people in these fields. We can't reveal the family name, but the landlord turned out to be a descendant of a prominent scholarly society from Paris. His wife, on the other hand, was a stark contrast to that, as images from the past reveal. Ich habe gerade solche Platten, Fotoplatten gefunden, also Negative auf Glas. Und die sind steht auf der Verpackung 1934. Da habe ich ein Familienfoto. Und da sind einfach im Hintergrund Leute, die ihre Klamotten im Fluss waschen. So alt ist das. This shows the family of the missus, who was raised in ordinary circumstances. Ich habe herausgefunden, dass die Eltern direkt in einem Dorf in Mulhouse, direkt hinter der deutschen Grenze gewohnt haben. Und davon ist halt die Tochter dann ausgezogen, die dann hier gewohnt hat, mit ihrem Mann. Und dann habe ich noch einen anderen Brief gefunden, da haben die Eltern an den Schwiegersohn geschrieben. Die haben noch eine andere Tochter, Yvonne, die Eltern. Und von wegen, ja, und Yvonne ist neidisch und sie sagt, sie möchte auch mit so einem tollen Mann dann weggehen. Und also We want to read you one of the letters we found, so you can get a better understanding of the period of time we're talking about and people's lives back then. This one was written by Yvonne and is addressed to her sister dwelling in this nice chateau. Samstag, den 2. Oktober 48. Ich schreibe dir Deutsch. Es geht viel besser und Papa ist es auch lieber, wenn du uns Deutsch schreibst. Sonst versteht er die Hälfte nicht und freut sich doch so sehr, wenn Post da ist von dir. Er wartet mit Schmerzen jeden Tag. Ich bin noch nie so viel an den Briefkasten gelaufen. Also haben wir beide Briefe vom 16. und 30. erhalten. Vielen Dank dafür. Aber über den Inhalt im zweiten Brief bin ich ganz erschrocken. Was meinst du, wenn ein solcher Brief verloren ginge?
Das ist ziemlich gewagt von dir. Und zudem ist es strafbar. Lass es lieber sein, wenn du keine Gelegenheit hast, es einschreiben zu lassen. This part is referring to the lady of the house sending money to her family in the previous letter, Aber soweit alles geregelt, which was and still is forbidden. Wir beißen uns schon durch. Wir sind nicht so anspruchsvoll. Sonst geht es uns gut. Papa hat 5 Kilo zugenommen seit dem letzten Monat. Wir haben sehr gutes Brot. Ich bin ganz rund. Ich soll dich herzlich von Oma Fitch grüßen und sie wünscht dir alles Gute in deinem Fernleben. Alle Leute halten mich an auf der Straße und sagen mir, dass sie froh sind für dich. Als ihr 2 fort waret, war alles so traurig. Papa hat geweint wie ein kleines Kind. Er hat gesagt, mein Kind geht fort, dein Kind geht fort, unser aller Kind geht fort. Dann haben wir alle miteinander geweint. This letter was sent 75 years ago. The country girl left her family to start her own, here in this grand estate, together with her rich husband. What surrounds us are the recollections of a lifetime. Unfortunately, a happy ending rarely includes an abandoned home. And so, our nameless Mrs. faced a lonely ending after the departure of her husband. Also ist ja klar, dass hier zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine ganze Familie gelebt hat. Aber ich denke, dass jetzt zum Schluss, bevor das wirklich verlassen wurde, hier nur noch eine einzelne Person gelebt hat. In dem gesamten Haus. Genau. Und es war wahrscheinlich eine gebrechliche Person, weil hier siehst du ein Bett. Das war früher mal ein Wohnzimmer, jetzt wurde es zu einem Schlafzimmer umgerichtet. Aber die Person konnte wahrscheinlich einfach nicht mehr hoch in das richtige Schlafzimmer und hat dann nur noch hier unten alleine gelebt. Why her children never chose to inhabit the premises is an unsolved puzzle for us. Even in a state of loneliness, once decadent buildings like this still hold a certain allure. Such relics of a golden age are prevalent, even though people have long since vanished. Sadly, the site has been forgotten. Or maybe not, if you take a closer look. All around the house we spotted these stickers, cataloging the interior. Also natürlich wurde hier schon ganz viel geklaut, aber wir vermuten, dass auch viel schon verkauft wurde. Und zwar gibt es hier überall diese Sticker, wenn wir uns umschauen, auf dem ganzen Mobiliar. Hier auf dem Tisch, hier drauf und auf dem Spiegel haben wir das gefunden. Das ist hier überall, sogar hier auf dem Stuhl. Unsere Theorie ist, dass nachdem das Gebäude verlassen wurde, nachdem der letzte Bewohner vielleicht verstorben ist oder weggezogen ist, dass die Erben sich dann darum gekümmert haben, dass das Inventar versteigert wird. Also hier war mit Sicherheit eine Auktion, bevor das Ganze komplett verlassen wurde. But this auction has never been finished. Something may have happened, obstructing the remaining items from being removed. Most likely an ownership or inheritance dispute. So wie das aussieht, konnte man ja sogar das Spinnnetz erwerben. Ist auch einer von den Aufklebern. Our footage from this exploration dates back years. What has become of the complex and the interior remains unknown. One can only hope it could all be saved from oblivion, together with the story of the people who once called this their home. Here, time seems to be standing still. But of course the clock doesn't stop. But in places like this, we don't hear it ticking.
In every moment of such explorations, there's eternity. Finally, we continue our France series that we last posted in 2021. We still have a bunch of explorations to share from our travels back then. If you want to catch up with our France series, you'll find a playlist with all the previous episodes in the video description. Cheers to our Patreon supporters, stay curious and keep exploring.